Hallo, ich habe vor kurzem in einem Kommentar gesagt bekommen, als ich mal wieder ein längeres Video zu einem speziellen Thema gemacht habe, das ich also lang und breit beleuchtet habe. Es wird Zeit, dass ich mal wieder ein Action-Video mache, worauf ich geantwortet habe, gut, dann werde ich demnächst mal mit einem Motorrad über meine Aquarien springen, um dir was zu bieten. Aber so wie ein Politiker, der seine Wahlversprechen bricht, der das allerdings danach totschweigt, sage ich jetzt mal, das wird nicht passieren. Aber da heute bei mir die 14-tägige, wie das so schön neudeutsch heißt, Maintenance ansteht, habe ich beschlossen, dass ich einfach mal die Kamera mitnehme und das alles mal wieder festhalte. Ich glaube, das ist mein drittes Video von der Art. Werde zusätzlich zu dem, was eben so ansteht, Scheiben putzen, Teilwasserwechsel, Pflanzen einkürzen und Teilen vermehren und so weiter, vielleicht den einen oder anderen männlichen Fisch in ein neues Zuhause umlagern, auch einen kleinen Exkurs machen zur erfolgreichen Vermehrung von Echinodorus Pflanzen, weil ich von dieser Art mittlerweile 3 wunderschöne rotlaubige Sorten pflege und da sehr erfolgreich Ableger heranziehe. Und da wollte ich einfach mal eben zeigen, wie das geht, weil ich das selbst vor so einem guten halben Jahr noch nicht so genau wusste und dann auch auf Tipps von anderen Aquarianern angewiesen war, wie man die also erfolgreich züchten kann, damit dann eben so wunderschöne kleine Pflänzchen wie diese hier dabei herauskommen. Das ist von einer Red Diamond, ein schöner Ableger, der jetzt also soweit ist, dass er in ein neues Aquarium umziehen kann. Und genau, das wollte ich auch in diesem Video einmal kurz mit aufnehmen. Ja, ansonsten sage ich mal, erwartet jetzt keine cineastischen Glanzleistungen von mir. Ihr wisst das selber, wenn ihr mehrere Becken habt, die Pflege und Wartung dieser Becken ist anstrengende und aufwendige Arbeit, und bei Leuten wie mir im mittleren Alter geht das auch immer auf den Rücken. Also erwartet nicht von mir, dass ich da jetzt vor jedem Aquarium meine Kamera total perfekt aufsetze, das alles perfekt ausleuchte und der Ton ist wie bei Emmerich. Das wird vermutlich nicht passieren. Aber dafür ist dieses Video ja auch nicht gedacht. Ich habe sowieso, ich sage es nochmal dazu, sollte ich irgendwelche Marken, technischen Geräte, sonst irgendwas in meinen Videos erwähnen, sind das immer welche, die ich selbst gekauft und bezahlt habe. Niemand gibt mir Geld dafür, dass ich die erwähne. Also das ist keine Werbung, sondern das ist rein informativ, und deswegen kann ich ja auch mal sagen, ich nehme alle meine Videos mit einem etwas älteren GoPro-Modell auf. Und ja, das ist natürlich jetzt kein Profi-Equipment. Also ihr würdet wahrscheinlich lachen, wenn ihr sehen könntet, wie das hier aussieht. Ich schleppe da einen Hocker mit mir rum. Auf dem Hocker sind meistens mehrere Hardcover-Bücher drauf gestapelt für die Höhe der Kamera, und dann steckt meine GoPro in einer Blumenvase, und ja, so filme ich eben meine Aquarienvideos. Und wenn ich mal mit dem Smartphone filme, ist das auch ein Modell, das schon ein bisschen betagter ist. Von daher, Mikrofon habe ich gar nicht, was aber auch eigentlich normalerweise nicht nötig ist, weil beim entsprechenden Abstand zu der GoPro nimmt die ganz gute Audioaufnahmen auf, wie ich finde. Also von daher, das ist alles natürlich auf absolutem Laienniveau. Aber ganz ehrlich, finde ich mittlerweile auch charmant, solche Videos auf YouTube zu sehen, auch von anderen Aquarianern, weil das mit der KI, das wird ja immer professioneller. Das sieht ja alles immer echter, immer geschniegelter, immer perfekter aus. Und ist für mich persönlich gar nicht mein Geschmack. Wenn ich davor sitze und nicht mehr weiß, ist das alles noch echt oder hat das alles irgendeine KI in irgendeinem dicken Rechenzentrum erstellt. Und von daher
wie mir mal eine Künstlerin gesagt hat, als ich mich mit ihr über Kunst unterhalten habe, das, was Kunst interessant macht, ist die Imperfektion. Perfektion ist langweilig. Und von daher, wie gesagt, mein Appell, verzeiht es mir, wenn einige Aufnahmen, sowohl Bild als auch Ton in diesem Video nicht ganz perfekt sind. Ich bin auch nur ein Mensch. Aber das norddeutsche Wetter, das macht heute ganz hervorragend mit. Wir haben einen wunderbaren, sehr grauen, sehr verregneten Tag. Und das ist natürlich immer die optimale Beleuchtungsvoraussetzung, wenn man durchs ganze Haus rennt und seine Aquarien mal eben filmen möchte. Dann blendet wenigstens das Sonnenlicht nicht. Also, ja, dann lege ich mal los. Nachdem ich früher beim Wasserwechsel meine Becken mit meinem langen Wasserwechselschlauch sowohl also das Wasser rausgeholt als auch wieder neues direkt aus der Leitung eingefüllt habe in die Becken, bin ich mittlerweile dazu übergegangen, dass ich das Wasser erst einmal in eine große Regentonne fülle. Und da packe ich jetzt gleich auch noch einen Sprudelstein rein. Einfach damit das im Wasser enthaltene Gas, also hauptsächlich Sauerstoff, Stickstoff, CO2 ist das ja, was aus der Leitung sozusagen in etwas größeren Mengen mit dem Leitungswasser rauskommt, erstmal entweichen kann, bevor ich dann dieses abgestandene Wasser mit meiner Gießkanne in die Becken transferiere. Genau, weil ich das jetzt auf diese Technik umgestellt habe. Ach so, ihr fragt jetzt vielleicht, warum? Ja, ich bin einfach zu schusselig. Also es ist mir jetzt schon mehrmals passiert, dass ich mich beim Wasser einlaufen lassen habe ablenken lassen von meinen zahlreichen süßen Fischen und Aquarien. Und wenn das überläuft, das Becken, das ist einfach richtig, richtig blöd. Bei uns im Wohnzimmer geht das noch, da habe ich Fliesenboden, da kann man das noch verschmerzen. Das ist natürlich Arbeit, das alles wieder aufzuwischen und so weiter, keine Frage. Aber in meinem Arbeitszimmer, wo ich auch 2 Becken stehen habe, da habe ich Laminatfußboden und das ist dann natürlich immer besonders ärgerlich, wenn das passiert. Da muss man dann ganz, ganz schnell sein, damit das Laminat von der Feuchtigkeit nicht aufquillt, wenn das passiert. Also das ist Grund Nummer 1. Jetzt hantiere ich eben lieber mit meiner Gießkanne. Da habe ich das wenigstens genau im Griff, wie viel Wasser wieder reinkommt ins Becken und dass das eben nicht überläuft. Und Grund Nummer 2 ist eben, was ich gerade schon erwähnt habe, dass ich möchte, dass die Gase, die im Leitungswasser enthalten sind, zum größten Anteil eben schon raus sind aus dem Wechselwasser, sobald ich das in die Becken fülle. Ja, die Gasblasenkrankheit, das ist ein großes eigenes Thema, was man vielleicht auch noch mal näher beleuchten sollte, aber unterm Strich möchte ich als sicherheitsbewusster Mensch das einfach nicht riskieren, dass das meinen Fischen passiert, dass sich also quasi im Wasser zu viel gelöste Gase in den Flossen oder ja auch am Fisch festsetzen und da irgendetwas beschädigen. Das möchte ich also nicht riskieren. Genau, deshalb bin ich auch von meiner üblichen Wasserwechselroutine, also alle 14 Tage, das mache ich schon immer, solange ich Aquaristik betreibe, das hat sich nicht geändert. Aber früher habe ich dann auch mal 50% gewechselt, gerade in den stark besetzten Guppy-Zuchtbecken, also wo wie hier mehrere Generationen Guppies miteinander schwimmen und eben auch die Belastung des Beckens entsprechend hoch ausfällt. Da bin ich jetzt übergegangen zu 30% alle 14 Tage, einfach meinem Rücken zuliebe, muss man mal ganz ehrlich sagen. Also Guppies generell, aber zum Beispiel auch meine Panzerwelse, meine Platis, die lieben Wasserwechsel. Das möchte ich ihnen also auf jeden Fall gönnen. Und den Pflanzen kommt es auch sehr zugute. Die Mineralstoffe werden wieder aufgefüllt durch den Wasserwechsel auf ganz natürliche Art und Weise, weil ich hartes Wasser habe, ohne dass ich da irgendwie GH/KH Plus Präparate zugeben muss meinem Wasser. Und darauf reagieren die Pflanzen eben auch mit gutem Wachstum nach jedem Wasserwechsel. Und von daher möchte ich da also auf keinen Fall darauf verzichten, aber habe eben die
Menge des gewechselten Wassers etwas reduziert auf 30%. Und solange hier weiterhin Nitrit bei 0 ist, Nitrat ebenfalls bei 0 oder kaum nachweisbar, was ja bedeutet, dass meine Pflanzen letztendlich sehr, sehr hart arbeiten, das Wasser sauber zu halten und meine Filterung ebenfalls ganz gut zu funktionieren scheint. Und solange, wenn ich ab und zu mal weitere Werte messe, zum Beispiel die Carbonathärte, auf einem Niveau ist, wo ich sie haben möchte, also nicht zu weit absinkt durch diverse Prozesse, die in den Aquarien stattfinden, solange bin ich dann zufrieden mit meiner Menge des gewechselten Wassers. Und da sich in meinen Becken sehr viele Babyfische, kleine Schnecken, kleine Zwerggarnelen befinden, mache ich vor jedem Teil Wasserwechsel, vor meinem Wasserwechselschlauch, ein Moskitonetz, einfach um diese ganzen kleinen Tierchen nicht einzusaugen. Das hat sich ganz gut bewährt, also ich sag mal so ein bisschen grober Schmutz, falls mal welcher aufgewirbelt wird, geht da trotzdem mit durch, aber die Tierchen eben nicht. Dieser Schlauch, der ist also schon mit Wasser befüllt vom Auffüllen der Regentonne und deswegen kann ich den jetzt direkt, so wie er ist, ins Becken reinhängen. Am anderen Ende dann den Adapter sozusagen am Wasserhahn in die Badewanne legen und dann läuft das alles von ganz alleine durch den Unterdruck ab, also so dass man sich dieses etwas unappetitliche Ansaugen des Aquariumwassers ersparen kann. Die Technik ist ausgestöpselt, das Wasser läuft ab. Das hier ist mein 126 Liter Becken, in dem ich, nee, stimmt gar nicht, das ist ein 110 Liter Becken, Entschuldigung, von Juwel, genau. Das war das 110er, in dem ich zurzeit meine goldenen Guppies züchte, Golden Calico und Sunset Guppies. Und da stehen heute hauptsächlich 2 Pflegemaßnahmen an, nämlich dieser unfassbare Klumpen Stringy Moos hier. Der muss dringend geteilt werden, der ist schon wieder dabei, das Becken zu erobern. Das werde ich mal als allererstes machen. Dafür habe ich hier unten einen Eimer mit lauwarmem Wasser bereitstehen, weil ich das Stringy Moos nach dem Teilen nicht wegwerfe, sondern draußen im Garten in meinem Pflanzenaufbewahrungskübel lagere und dann schaue, ob ich es selber in einem meiner anderen Becken unterbringen kann oder ob ich einen Abnehmer dafür finde. So, das ist natürlich etwas schwierig, weil die Schnecken und die Garnelen dieses Moos lieben. Von daher sind hier sehr, sehr viele davon drin. So gesehen ist das auch eine gute Sache, dass ich draußen im Garten meinen Pflanzenaufbewahrungskübel habe, denn sollte hier mal das eine oder andere Schneckchen oder Garnelchen nicht von mir gefunden und aus dem Moos raus befördert werden, wenn ich das teile, kann das dann einfach draußen im Garten in meinem Kübel weiter existieren. So, ich weiß nicht, ob ich das jetzt 50-50 geteilt habe. Der Klumpen hier ist doch noch ein bisschen größer geblieben. Dann nehme ich noch mal etwas mehr ab. So. Gut, das war schon mal die Maßnahme. Das Stringy Moos ist übrigens meiner Erfahrung nach kein Moos, das im Aquarium lästig wird. Viele Moose haben ja die Eigenschaft, dass sie so kleine Teilstückchen abwerfen und im ganzen Aquarium auf Wanderung schicken sozusagen. Und da, wo diese Teilstückchen dann sich festklammern, da wächst dann ein neues Moospolster, das man eventuell vielleicht aus Schwimmraumgründen oder aus optisch-ästhetischen Gründen an dieser Stelle gar nicht haben möchte. Das macht das Stringy Moos jetzt nicht. Also es sind durchaus mal ein paar Stringy Moos Fäden im restlichen Becken zu finden, aber meiner Erfahrung nach werden die nicht lästig.
Das ist ein großes Plus an diesem Moos. So, jedes Mal, wenn ich hier dran bin an so einem Aquarium, pflegetechnisch, schaue ich auch bei meinen Echinodorus-Sorten, ob irgendwelche älteren Blätter, meistens die äußeren, nicht mehr so gut aussehen. Dann werden die direkt entfernt, damit die Pflanze hier keine Kraft mehr reinsteckt und sich auf die jüngeren, hübscheren Blätter konzentriert mit dem Wachstum und den Nährstoffen. Das kommt hier in meinen anderen Eimer. Gut, die zweite Pflegemaßnahme, was die Pflanzen angeht, in diesem Becken heute, ist meine Prosapinaca palustris, Kuba. Das ist die Stängelpflanze, die hier links hinten wächst, und die ist jetzt soweit an der Wasseroberfläche angekommen mit ihren wunderschönen Trieben, dass ich jetzt von den größten Pflanzen ein Kopfsteckling nehme und den dann direkt wieder einpflanze, damit ein neues Pflänzchen draus erwächst. Auf die Art und Weise habe ich hier wirklich schon ein kleines Prosapinaca palustris Wäldchen erschaffen aus einer einzigen Pflanze, die ich mal gekauft hatte. Ich halte die mal in die Kamera, vielleicht kann man das erkennen. Das ist also wirklich ein wunderschönes filigranes Stängelpflänzchen mit einer ganz tollen Blätterform, wie ich finde, und das sich eben auch so rötlich verfärbt, sobald es oben beim Licht ankommt, was ich auch mag. Ich mag einfach rotlaubige Pflanzen. Ich finde, das ist immer ein wunderschöner Kontrast zu allem, was so hellgrün ist im Becken. Und dann freut mich das besonders, wenn das unter meinen Bedingungen, also Low-Tech, keine CO2-Anlage, kein starkes Licht, dann trotzdem gut wächst und gedeiht. So. Ja, mein Ocelot hier, der hat auch das eine oder andere Blatt, was seine Lebenszeit hinter sich gebracht hat. Das ist hier alles recht zufriedenstellend, was hier so vor sich geht. Da muss ich also nicht groß eingreifen. Das ist schon ein sehr schönes System geworden. Jetzt hole ich mal eben mein Schwämmchen. Wo habe ich das denn? Ach, habe ich mir hier schon zurechtgelegt und direkt wieder vergessen. So, und werde da mal eben die Frontscheibe ein bisschen sauber machen. Ich bin ansonsten ein großer Fan davon, die Scheiben im Becken möglichst in Ruhe zu lassen, weil die Mikrofauna sich auch auf den Scheiben festsetzt, also die wichtigen Bakterien und Mikroorganismen, die harte Arbeit im Aquarium leisten, um das Wasser gesund und sauber und fischgerecht zu erhalten. Von daher würde ich jetzt niemals in einem Arbeitsgang alle 4 Scheiben des Aquariums auf einmal putzen, weil damit zerstört man natürlich auch diese schöne Mikroflora und Fauna, von der sich ja übrigens auch Zwerggarnelen und Schnecken im Notfall ernähren können, wenn sie sonst nichts übrig gelassen bekommen an Futter von den gefräßigen Guppies. Ja, von daher immer nur 1 oder maximal 2 Scheiben auf einmal. Aber natürlich die Frontscheibe, klar, da möchte man ja reingucken. Deswegen kommt die etwas öfter dran als alle anderen Scheiben. So, und da ich hartes Wasser habe, natürlich auch obenrum die Ränder, damit sich hier keine Kalkablagerungen bilden, die dann irgendwann früher oder später unschön sind. Möchte ich ja nicht unbedingt haben. Aber wie gesagt, so eine Glasscheibe im Aquarium, die kann also auch gut
eingelaufen oder gut eingefahren sein und auch einen wertvollen Beitrag dann eben leisten zur Biologie im Becken. Deswegen würde ich es da nicht übertreiben mit den Reinigungsmaßnahmen. So, damit bin ich jetzt im Prinzip zufrieden. Als letzten Schritt gebe ich noch für die Zwerggarnelen und auch für die wenigen Schnecken, die es schaffen, hier in meinem Guppibecken zu überleben. Die Futterkonkurrenz durch die Guppies ist doch so groß, dass ich also gar keine Angst vor Schneckenüberpopulation haben muss. Ich habe eher das gegenteilige Problem, dass es für meinen Geschmack immer ein paar zu wenig sind. Ja, gebe ich noch meine aus meinem eigenen Biogarten geernteten und getrockneten Brennnesseln hier rein. Das ist also ein ganz besonderer Leckerbissen für Zwerggarnelen und für Schnecken. So eine halbe Brennnesselpflanze in etwa für so ein 110 Liter Becken. Das ist also auch, man beobachtet ja auch gerne, wenn man so ein Aquarium hat und wenn dann so ein Brennnesselblatt sich vollgesogen hat und auf den Boden gesunken ist an einer passenden Stelle und dann so 1-2 Tage lang von den Zwerggarnelen und von den Schnecken mit Begeisterung bearbeitet wird. Das ist schon was einfach auch Spaß macht, das zu beobachten. So, jetzt fülle ich das abgestandene Wasser aus meiner Regentonne ins Becken ein. Da schlabbert das direkt schon. Genau, wenn ich das Wasser einfülle aus dem Wasserhahn, dann achte ich immer darauf, dass das so handwarm ist und so ungefähr der Wassertemperatur in meinem Becken entspricht. Die Heizstäbe sind standardmäßig alle auf 23 Grad eingestellt. Das ist für Guppies und auch alle anderen Fische, die ich pflege, eine sehr gute Temperatur und sorgt auch dafür, dass die Guppi-Babys nicht zu schnell aufwachsen, damit sie sich eben gesund entwickeln können. Eine langsame Aufzucht ist bei Lebendgebärenden, gerade was die Lebenserwartung, aber auch die Gesundheit angeht, auf jeden Fall von Vorteil. Und genau, da achte ich beim Wechselwasser eben darauf, das brauche ich kein Thermometer dafür. Wenn ich da die Hand reinhalte, dann weiß ich genau, das hat jetzt die Temperatur von meinem Aquarienwasser oder eben nicht. Genau, weil 2 Dinge vertragen Fische beim Wasserwechsel eben nicht so gut. Das sind also krasse Schwankungen des pH-Werts, das sollte man vermeiden, und heftigere Temperaturschwankungen. Also ich sage mal ein paar Grad Unterschied, das hat jetzt mit Sicherheit noch niemanden umgebracht. Das wird ja zum Beispiel in der Panzerwelszucht wird das sogar empfohlen, dass das Wechselwasser ein paar Grad kühler ist als das Aquarienwasser, um die Laichbereitschaft anzuregen bei den Panzerwelsen. Wobei ich sagen muss, ich habe ein 126 Liter Becken mit einer kleinen Panzerwelsgruppe drin und da beobachte ich eigentlich nach jedem Teilwasserwechsel, dass die balzen und ableichen. Ob das Wasser nun ein paar Grad kälter ist oder nicht, das hat da noch nie einen Unterschied gemacht. Und man muss ja auch Rücksicht auf den restlichen Besatz nehmen. Und da schaue ich eben, dass das Wasser von der Temperatur her angeglichen ist an die Temperatur im Becken. So, das hier ist jetzt natürlich mein komfortabelstes Becken für das Wiederauffüllen des Wassers, weil ich jetzt die Regentonne hier direkt neben dran stehen habe. Und wenn ich gleich noch meine 4 anderen Aquarien in meinem Wohnzimmer wechsle, dann muss ich natürlich hin und her laufen mit der Gießkanne, dann wird es ein bisschen mühsamer. Aber wie gesagt, die Gesundheit und Unversehrtheit meiner Fische und eben auch das Verhindern meiner eigenen Schusseligkeit, dass ich mich dann doch wieder von irgendeinem hübschen bunten Guppi ablenken lasse und nicht mitkriege, dass das Becken gerade überläuft. Das ist es mir dann eben doch wert, dass ich jetzt hier mit der Gießkanne hantieren muss. Ach, das ist übrigens, sollte man ja auch dazu sagen, eine Gießkanne, die ich ausschließlich für die Aquaristik verwende. Ja, ich halte ja auch noch sehr viele Zimmerpflanzen und habe einen sehr großen Garten, in dem ich auch Rosen und Gemüse anbaue und Obst. Und deswegen ist mir das wichtig, dass es da auf keinen Fall zu Verwechslungen kommt.
mit den Gießkannen, die ich für die Topfpflanzen oder für den Garten verwende, mit der die ich für die Aquaristik verwende, weil wenn dann doch mal Dünger drin gewesen ist für den Garten oder fürs Gemüse oder für die Topfpflanzen, dann möchte ich davon also keine Rückstände in mein Becken haben. Das ist mir dann doch ein bisschen zu gefährlich und deswegen eben diese Gießkanne, die nur für den einen Zweck hier verwendet wird. So, mit dem Wasserstand bin ich zufrieden. Mit meinen gärtnerischen Maßnahmen auch, würde ich sagen. Oh, hier hat sich noch ein Blatt verabschiedet. Das nehme ich dann noch mal eben mit. So. Ja, nicht aufregen, ihr Süßen. Ja, das ist hier in diesem Becken tatsächlich immer die Gefahr, sobald also der Wasserstand wieder oben ist, muss man richtig gut aufpassen, dass die Guppies hier bei weiteren Pflegemaßnahmen im Becken nicht rausspringen. Die sind da durchaus, ich möchte mal sagen, ein bisschen dumm, was das angeht. Und anstatt wie schlaue Fische in den unteren Bereich des Aquariums zu flüchten und sich einfach im Unterholz zu verstecken, wenn irgendwas im Becken rumgerührt wird, sind Guppies natürlich immer an der Wasseroberfläche, immer neugierig, immer ganz vorne dabei. Und dann kann es auch mal passieren, dass ein unvorsichtiges Tier rausspringt. Also da muss man sehr gut aufpassen. Und genau deswegen lasse ich es jetzt auch gut sein, mache die Technik wieder an und decke das Becken wieder ab. Damit hier nicht noch irgendwem irgendetwas passiert. Dafür habe ich übrigens hier so einfache Acrylscheiben. Die sind also ganz gut geeignet als Springschutz, als Verdunstungsschutz. Mein 126 Liter Becken, das ist also richtig gut geeignet für den kleinen Exkurs in die Echinodorus-Zucht, den ich versprochen habe. Hier drin wächst ein ungemein prachtvoller kleiner Bär und links davon ein roter Ozelot. Das sind beides tolle große Pflanzen, die sich auch zu richtig schönen Mutterpflanzen entwickelt haben. Ich zeige das mal von hier. Also das ist der kleine Bär. Nicht mehr wirklich so klein ist, wenn man bedenkt, dass das hier ein 126 Liter Becken ist. Ja, und hier drin finden praktischerweise gerade alle Stadien der Echinodorus-Zucht gleichzeitig statt. Also Nummer 1 ist, dass man eben so eine prächtige, gut versorgte Mutterpflanze wie diesen kleinen Bär hier erstmal zur Verfügung hat. Das kann man natürlich bei Echinodorus besonders gut fördern, indem man bedenkt, dass das Wurzelzehrer ist und sie eben über die Wurzeln besonders gut füttert. Entweder durch Bodentabletten, Düngetabletten oder wie ich das in meinem Wollstadt-Aquarium mache, einfach durch einen nährstoffreichen Bodengrund, von dem sie zehren können. Ja, und wenn die sich dann so richtig wohlfühlen und gesund und groß sind, dann machen die nämlich das hier, einen Blütentrieb ausbilden. Der sieht erstmal nur wie so ein Stängel aus. Und hier ganz oben, da sind dann die Blütenansätze zu sehen. Dieser Blütentrieb, der wächst dann aus dem Wasser raus und das lasse ich dann auch erstmal zu. Also wenn ich das sehe, dann lasse ich den aus dem Aquarium rauswachsen. Dann, wie der Name schon sagt, blüht dieser Trieb. Also alle Sorten, die ich hier pflege, bekommen hübsche kleine weiße Blüten. Wobei mein heißgeliebter kleiner Bär hier die schönsten Blüten von allen hat. Da muss ich mal meine Archive durchforsten, ob ich da vielleicht mal ein Foto oder ein Video davon gemacht habe, weil aktuell habe ich jetzt leider keine schönen Blüten zum Vorzeigen. So, wenn der dann eben verblüht ist, dann passiert als nächstes das hier, und zwar noch außerhalb des Wassers. Es bilden sich kleine Ableger dort, wo dieser Blühtrieb eben geblüht hat. Dann kneife ich
die Blüten aus und nehme diesen ganzen Blühtrieb und packe ihn unter Wasser. So, einfach hier so meistens an der Aquarienscheibe entlang drücke ich das also alles unter Wasser, bis die ganzen kleinen Echinodorus-Ablegerchen alle unter Wasser sind. Die bleiben dann mit der Mutterpflanze verbunden über diesen Stängel hier. Und die Mutterpflanze versorgt sie also weiterhin mit Nährstoffen. Aber sie fangen dann eben schon damit an, eigene kleine Wurzeln auszubilden. Das kann man hier ganz gut sehen. So, und wenn das dann soweit ist, dass ich sage, die haben jetzt eine Größe und eine Wurzelbildung erreicht, dass man sie jetzt von der Mutterpflanze trennen kann, dann nehme ich meine Schere und tue genau das. Also schneide diesen Blühtrieb an der Basis ab und lege die Pflänzchen, das hier sind jetzt vom kleinen Bär, also schon schöne große Ableger geworden, lege die Pflänzchen eben nochmal in mein Aquarium rein, getrennt von der Mutterpflanze, sodass sie eben weiter motiviert werden, stärkere, längere Wurzeln auszubilden, weil sie müssen sich ja jetzt selbst versorgen. Die Nabelschnur ist sozusagen gekappt und ab jetzt steht man auf eigenen Wurzeln. Und genau, und diese hier, also würde ich sagen, die sind jetzt auf jeden Fall schon in einem Stadium, wo man sie dann endgültig voneinander trennen und in ein neues Becken umpflanzen kann oder eben zur Abgabe anbieten. Ja, das ist letztendlich der Lebenszyklus von Echinodorus-Pflänzchen. Ja, und ich habe festgestellt, dass es auch für die Gesundheit der Mutterpflanzen, also dafür, dass die weiterhin so wunderschöne, toll gefärbte, gesunde, löcherfreie Blätter haben, von großer Wichtigkeit ist, diese Blühtriebe rechtzeitig abzuschneiden. Also man sollte die jungen Pflänzchen nicht zu lange der Mutterpflanze sozusagen den Lebenssaft aussaugen lassen, weil dann reagiert die irgendwann damit, dass ihre Blätter nicht mehr so schön sind und gelbe oder braune, gammelige Stellen bekommen und dann absterben, weil das eben ein sehr viel Nährstoffe und kräftezehrender Prozess ist, dieses Versorgen von den kleinen Jungpflänzchen. Ja, und das war mein kleiner Exkurs zur Echinodorus-Zucht. So, mein 126 Liter Gesellschaftsbecken, das ist als nächstes dran. Da wird jetzt vielleicht die Frage aufkommen, wenn du hier so an einem Vormittag in all deinen 7 Becken herumhantierst, desinfizierst du eigentlich zwischendurch deinen Wasserwechselschlauch, deine Netze, was du sonst so reintust, inklusive deiner eigenen Hände? Die Antwort ist nein, das tue ich nicht, weil ich persönlich der Meinung bin, dass alle meine Tiere ein möglichst gutes, geschultes Immunsystem ausbilden sollen. Nicht nur, damit die bei mir gesund bleiben, sondern auch, weil ich ja gelegentlich Guppies abgebe und das dann eben auch den zukünftigen Besitzern zugutekommt, wenn die Guppies also ein möglichst trainiertes Immunsystem haben. Und von daher bin ich der Meinung, dass sollte ich hier in irgendeinem Becken vermehrt irgendeinen Keim haben oder einen Parasiten, was auch immer man in Aquarien so bekommen kann, und den dann sozusagen verschleppen in meine anderen Becken, dann müssen die Tiere eben das bekämpfen mit ihrem eigenen Immunsystem und damit klarkommen. Und es wäre auch also viel zu viel Aufwand, da jedes Mal Akklimatisierung und Quarantäne zu betreiben, weil ich ja nun mal Guppies halte und weil es da immer wieder Junge gibt in den Becken, in denen Weibchen schwimmen. Und wenn ich eben keinen Nachwuchs haben möchte von den entsprechenden Weibchen, dann muss ich da ja regelmäßig die jungen Männchen rausfangen. Und das mache ich eben auch so, dass ich einmal durch alle Weibchenbecken durchgehe, die jungen Männchen rausfange, die sich nicht vermehren sollen. Und nicht unbedingt, weil die nicht hübsch oder gesund oder richtig toll sind, sondern einfach, weil es dann zu viele werden. Und die packe ich dann in meine Männchenaufzucht, also in ein Becken, in dem sich nur Männchen drin befinden. Und da kommen dann eben auch aus mehreren verschiedenen Becken
die Tiere in ein Becken ohne weitere Eingewöhnungsmaßnahmen zusammen und müssen dann damit eben klarkommen. Genau, also das macht auf jeden Fall durchaus Sinn, ne? Gar keine Frage im Zoohandel und so weiter, dort eben auf strengere Hygienemaßnahmen zu achten, um sich nichts irgendwie vom einen Becken ins andere zu verschleppen. Aber in meiner kleinen privaten Guppyhaltung, da wird, wie gesagt, fröhlich alles Equipment undesinfiziert benutzt, in jedem einzelnen Becken. Ja, hier in dem Gesellschaftsbecken, da beschränkt sich die 14-tägige Arbeit eigentlich immer auf 2 Dinge. Einmal die Frontscheibe ein bisschen reinigen und bei meinen doch sehr großen und sehr wuchsfreudigen Pflanzen, die ich hier drin halte, das eine oder andere Blatt entfernen, das zu alt und zu groß geworden ist, um den Schwimmraum für die Fische zu erhalten und um dafür zu sorgen, dass die Pflanzen eben weiterhin gesund und prächtig wachsen können. Hier drin habe ich, wie schon erzählt, 2 Echinodorus-Arten, einen kleinen Bär und einen roten Ozelot. Und außerdem 2 verschiedene Cryptocorynen-Arten. Das hier hinten rechts in der Ecke, das ist die Cryptocoryne Venti Green. Die ist also sehr pflegeleicht. Da muss man nicht viel eingreifen, nicht viel gärtnern. Die verbreitet sich so ganz langsam und moderat von ganz alleine durch Ausläufer und wird damit mit der Zeit immer üppiger, immer buschiger, was ich sehr schön finde. Und ist ansonsten ein recht anspruchsloses Pflänzchen. Und dann habe ich hier im hinteren Bereich noch eine Cryptocoryne Mioja. Das ist eine sehr schöne dunkellaubige Sorte. Das ist diese Pflanze hier. Die habe ich gerade verkauft, die riesengroße Mutterpflanze, die ich hier drin hatte, weil die mir das Aquarium einfach zu doll zugewuchert und abgedunkelt hatte. Also die hat auch wirklich meinen Echinodorus, die ja hier auch nicht gerade zierliche Pflänzchen sind, schon das Licht weggenommen, weil sie ihre ausgewachsenen Blätter eben oben waagerecht über die Wasseroberfläche gelegt hat. Und ja, da ziehe ich jetzt hier im hinteren Bereich einen kleinen Ableger von meiner ehemaligen Mutterpflanze groß und die großen Pflanzen, das waren tatsächlich mehrere, als ich sie rausgeholt habe, 3 Stück. Die haben also alle einen neuen Besitzer gefunden. Ja, und von daher ist das hier also auch im Prinzip ein sehr pflegeleichtes Becken mit gutem Pflanzenwuchs, kann ich mich nicht beschweren. Und ich bin hier letztendlich, wie gesagt, alle 14 Tage nur mal damit beschäftigt, das eine oder andere zu groß gewordene Blatt zu entfernen. Und heute werde ich, wie bereits angekündigt, auch diesen schönen hier ehemaligen Blühtrieb, dieser Echinodorus Ocelot Red, der jetzt sich zu einem schönen Trieb mit kleinen Ablegern entwickelt hat, an der Basis der Mutterpflanze entfernen. So. Und die kleinen Pflänzchen zur Selbstständigkeit erziehen. Das mache ich immer ganz gerne, falls ihr euch gerade gefragt habt bei meinem Echinodorus-Kurs, indem ich so 3 Pflänzchen etwa zusammen als eine Einheit sozusagen lasse. Einfach weil die dann nicht so leicht, sind ja kleine Pflänzchen, im Aquarium irgendwo verschwinden können, wo ich dann nicht mehr so recht den Überblick habe. Wo sind die eigentlich, was machen die und wie weit sind die? Ja, von daher trenne ich die dann nicht so komplett voneinander ab und lasse die hier im hinteren Bereich einfach weiter leben und hoffentlich schöne Wurzeln bilden. So, das ist auch schon wieder alles gewesen in so einem Becken mit Panzerwelsbesatz oder aber auch in meinen kleineren Becken, in denen viele Zwerggarnelen und Turmdeckelschnecken leben.
Da ist das gerade auf Sand. Ich habe ja in allen meinen Aquarien habe ich Poolfiltersand als Bodengrund. Da ist das also wirklich nicht nötig, beim Teilwasserwechsel zu mulmen, weil sich einfach kein Mulm bildet. Oben auf dem Sand drauf bleibt der zwar durchaus mal liegen, aber dann kommen eben die fleißigen Tierchen, hauptsächlich Panzerwelse und Zwerggarnelen und Turmdeckelschnecken, durchwühlen diesen Sand den ganzen Tag fleißig, sorgen dafür, dass der Mulm aufgewirbelt wird. Und der wird dann eben von den Filtern, wird der dann eingefangen. Hier in diesem Gesellschaftsbecken habe ich also einen luftbetriebenen Schwammfilter, einen größeren drin, der also sehr gut diesen Job bewerkstelligt. Und einen Innenfilter habe ich da auch noch zusätzlich laufen. Ja, und letztendlich entfernt man den Mulm dann nicht mit einer dieser schrecklichen Saugglocken aus dem Aquarium, sondern eben durch die regelmäßige Reinigung des Filtermaterials wird der dann ausgetragen. Und ein bisschen Mulm ist ja sowieso sehr gesund für die Biologie im Aquarium. Und das bisschen Mulm, was durch diesen etwas gröberen Sand dann bis nach unten durchsickern kann, das ist ja auch sehr guter Dünger für die Pflanzenwurzeln. Von daher bin ich, wenn man mich fragt, ein großer Fan von gröberen Sandböden im Becken, weil dann eben diese lästigen Mulmansammlungen, die sich ja gerne mal auf, sage ich mal, allen Kiesböden, die eine Körnung größer als eine durchschnittliche Tiefkühlerbse haben, dann ja doch sehr gerne ansammeln und dazwischen sickern und bilden und dann eben, wenn man möchte, dass das Becken für die Fische gesund bleibt, vor allem für die bodennahen Fische und eben auch für die Pflanzen, dann muss man halt mulmen. Und das möchte ich dann doch gerne vermeiden, weil also in meinen Becken, da wäre das doch auch eine größere Katastrophe, weil ich ja auch, wie gesagt, viele kleine Babyfische, kleine Babygarnelen, kleine Schnecken habe. Und das möchte ich also nun wirklich nicht, dass die in irgendeiner Form bei den Pflegemaßnahmen abgesaugt werden, durch irgendwelche Schläuche durchreisen und dann im besten Fall von mir nochmal entdeckt und wieder zurückgesetzt werden. Das ist mir alles viel zu mühsam, das muss wirklich nicht sein. Ja, natürlich gibt es Anwendungszwecke, sage ich mal. Also nicht, dass mir das jetzt gleich wieder jemand als irgendwie glühende Hassrede auf Kiesböden auslegt. Das soll das natürlich nicht sein. Es gibt ja Fische, die zum Beispiel grobe Kiesböden brauchten, um überhaupt abzuleichen, weil sie das so gewöhnt sind von ihrer Art, ihrer Natur aus. Selbstverständlich muss man dann ein Aquarium auch mit grobem Kies einrichten, wenn man diese Fische artgerecht halten möchte. Also das wäre für mich so ein Anwendungsgrund, wo ich sagen würde, da hat ein grober Kiesboden durchaus seine Berechtigung. Aber ich betrachte das nun mal hauptsächlich aus dem Blickwinkel der Pflanzenaquarianerin. Und da habe ich mich auch schon mit Leuten unterhalten, die bei mir waren und gesagt haben, oh, das wächst bei dir alles so toll und bei mir klappt das gar nicht. Und die im Laden, die haben gesagt, es liegt an meiner Beleuchtung oder an meiner Düngung oder an dies und das. Und wenn ich dann nachfrage, was hast du denn für einen Bodengrund, dann kommt meistens grober Kies. Also das ist wirklich, sage ich mal, ein Bodengrund, auf dem es schwierig ist, als Anfänger gesunde, üppige Pflanzen problemlos zum Wachsen und Gedeihen zu bringen. Ja, und deswegen würde ich also immer dazu raten, da alles sich im Bereich eher unter 3 mm Körnung dann zu bewegen, wenn man schöne, gesunde Pflanzen haben möchte. Und es passiert ja auch ganz häufig, dass die Leute sagen, ach Mensch, jetzt habe ich mein Aquarium mit Kiesboden eingerichtet, aber ich möchte doch jetzt unbedingt Panzerwelse haben. Und dann doch lieber von Anfang an ein feinkörniger Bodengrund, der eben sage ich mal, dem Wühlbedürfnis entsprechender Bodenfische dann auch entspricht, sodass sie das dann auch ausleben können, ohne dass man den ganzen Bodengrund auswechseln muss, was ja erstmal eine Riesensauerei ist und zweitens auch
meiner Meinung nach eine komplett neue Einfahrphase einläutet, weil im Bodengrund eben wahnsinnig viele super wichtige Bakterien für die Beckenbiologie leben. Und wenn man den Bodengrund einmal komplett austauscht, weil man eben umstellen will von Kies auf Sand wegen zukünftigen Panzerwelsen, dann muss man auch in Kauf nehmen, dass das Becken sich davon wieder ein paar Wochen erholen muss, von diesem doch sehr heftigen Eingriff. Ja, dann werde ich das hier jetzt mal wieder auffüllen. So, während jetzt hier in meinen Fensterbank-Aquarien das Wasser gewechselt wird, werde ich mal schauen, ob ich ein paar junge Männchen erwischen kann, die also nicht weiter in den Weibchengruppen leben sollen, sondern in meine Männchenaufzucht übergesiedelt werden sollen. Das ist dieses Becken hier. Oh, Entschuldigung, es ist dieses Becken hier ganz rechts. Das ist ein ungefähr 60 Liter Becken, in dem ich eben die jungen Guppy-Männchen aus allen anderen Becken, die ich habe, zusammenführe. Dann noch ein bisschen großziehe und dann irgendwann, wenn mal wieder ein Schwung das richtige Alter und die richtige Größe erreicht hat, zur Abgabe anbiete. Einfach aus Gründen der Populationskontrolle, aber auch, weil ich schon ein bisschen auf die Gesundheit und Fitness und generelle Eignung für die Zucht achte und diese Kriterien eben nicht von allen erfüllt werden. Gesundheit und Fitness natürlich schon, sonst würde ich die Jungs hier ja auch nicht abgeben. Das wäre ja unverantwortlich. Aber für die, wenn sie sich, sage ich mal, wenn sie Nachkommen erschaffen dürfen, dann müssen sie eben auch noch ein paar weiteren Ansprüchen genügen. Also eine perfekte gerade Körperform haben, im Idealfall die perfekte unversehrte Schwanzflosse zeigen und mich einfach auch optisch und farblich ansprechen. Ne? Das ist nun mal der persönliche Geschmack, der letztendlich den letzten Ausschlag gibt, welche Männchen man zur Zucht auswählt und welche nicht. Hier in diesem mittleren Becken, das ist gerade ein bisschen sonnenaufgangsmäßig beleuchtet. Ich hoffe, man kann ihn trotzdem sehen. Da habe ich aktuell ein, wie ich finde, unheimlich schönes Männchen schwimmen, das ich zur Zucht ausgewählt habe. Und also er ist natürlich auch ein hübscher Kerl, ne? Mit seiner großen orange-roten Schwanzflosse und der langen ausgezogenen Rückenflosse. Er ist schon ein sehr, sehr hübscher Kerl. Aber seine Schönheit war eben nicht der ausschlaggebende Faktor, sondern dass er in meinem Wollstad-Becken, das ist mein zweites Becken, in dem sich nur Männchen befinden, nur Guppy-Männchen, mit den anderen Männchen, also viele Monate lang geschwommen ist. Und in diesem ganzen Tohuwabohu, da ist ja ordentlich was los in so einem reinen Guppy-Männerbecken. Da wird ja den ganzen Tag getobt und gejagt und imponiert und so weiter. Also man ist hier ständig zugange. Da hat er sich also ganz hervorragend gehalten und behauptet gegen die anderen Männchen. Er war immer sehr aktiv, ganz vorne dabei, hat sich nichts gefallen lassen. Also ja, von seiner ganzen Wesensart her ein sehr dominantes Männchen. Und seine wunderschöne große Schwanzflosse, die eigentlich für meinen persönlichen Geschmack schon ein bisschen zu groß ist, die ist dabei aber die ganze Zeit ganz hervorragend intakt geblieben. Keine Risse, keine Verletzungen. Also er hat wirklich, glaube ich, genetisch gesehen schon einen starken Vorteil gegenüber anderen großflossigen Männchen. Und er ist von der Körperform und eben auch Zeichnung her, ist er eigentlich ein Blackbar-Entler. Also das ist sozusagen ein Hybrid. Da hat ein Blackbar-Entler, hat auf jeden Fall die Grundlage gelegt, was schon mal ein großer Vorteil ist, weil das bedeutet robust, gesund, flink, schwimmfreudig, wenig anfällig, und dann hat eben noch einen Hochzucht-Guppy mitgemischt und hat ihm diese schöne große orange-rote Rücken- und Schwanzflosse verpasst. Und das alles ergibt für mich dann so einen harmonischen Fisch, der eben auch bis ins hohe Alter fit und gesund und schön bleibt, dass ich gesagt habe, der darf jetzt hier für ein paar Nachkommen sorgen. So, aber alles andere, was jetzt hier an jungen Männchen eben aufgekommen ist, das versuche ich jetzt zu erwischen und in meine Männchenaufzucht
zu überführen. So, wen haben wir denn da, ihr Lieben? Dann zeigt euch doch. Ja, da ist das natürlich. Ja, da habe ich schon einen. Das ist zum Beispiel ein Sunset Guppy. Keine Ahnung, aus welchem Weibchen der hier gefallen ist in diesem Becken, aber das ist dann natürlich was ich nicht haben möchte in dieser Zucht, weil meine Sunset-Zucht, die habe ich ja drüben schon in meinem anderen Becken. Ja, da kommt es einem natürlich zugute, dass Guppies immer ganz vorne dabei sein wollen bei allem, was passiert. Super neugierig sind, immer an der Wasseroberfläche unterwegs. Dann ist das natürlich auch relativ einfach, die man nicht haben möchte, auszusortieren. Da hinten schwimmt auch einer. Ja, der kann auch. Ja, mein Freund. So. Ja, mit den Guppi-Männchen, die sich also nicht weiter vermehren sollen, die dann rechtzeitig aus den Weibchengruppen rauszukriegen, das ist wirklich die große Aufgabe. Einige sind schlauer, einige nicht so sehr. Und ja, diese werden eben relativ zügig geschlechtsreif und dann muss man quasi auch sofort eingreifen, sonst haben die bereits die ersten Nachkommen gezeugt, bis man sie erwischt. Deswegen bin ich da tatsächlich mit dem Ausfangen, mit dem Aussortieren von jungen Männchen auch 14-tägig dabei. Das teile ich mir ein bisschen ein. Letzte Woche habe ich in meinem kleinen 54 Liter Becken, in dem ich Guppi-Weibchen halte, und hier in meiner Sunset und Calico Guppi-Zucht die Männchen schon rausgefangen, sodass es jetzt diese Woche nur um dieses und dieses Becken geht, sich das Ganze also arbeitstechnisch etwas im Rahmen hält. Mal schauen, ja, hier sind auch schon wieder der eine oder andere. Das hier ist ein bisschen schwieriger. Dieses 60 Liter Becken, das beherbergt ausschließlich Entlerweibchen. Und die Entler, sowohl die Weibchen als auch die Männchen, das sind etwas vorsichtigere Fische, auch wenn das hier jetzt gerade nicht danach aussieht, dieser krasse Guppi-Auflauf hier. Aber sobald die merken, hier wird eingefangen, sind die auf der Hut. Anders als die Hochzucht. Ne? Und da muss man wirklich ja, schauen, dass man schnell zuschlägt und die erwischt, bevor sie Lunte riechen und dann weg sind. So, jetzt habe ich hier einen. Du darfst hier rüber wandern. Ja, das kann hier noch eine Weile dauern. Das muss ich jetzt nicht im Detail dokumentieren. Ich schalte mal die Kamera ab. Hier sind wir soweit. Hier in der Mitte ist das schon mal abgelaufen. Der Filter hat sich gelöst. So, ich hoffe, man kann mich noch gut verstehen, weil da draußen geht gerade regentechnisch die Welt unter. Das prasselt ganz schön, aber ich hoffe, das kann man gar nicht hören auf dem Video. Lieber Mann. Ja, diese 3 Becken, die sind natürlich alle 3 sehr vergleichbar. Was ja auch interessant ist, mal zu sehen, was passiert in 3 Aquarien, die quasi gleich behandelt werden. Also selber Bodengrund, ähnliche Bepflanzung, exakt identische Filterung, ähnliche Beleuchtung. Alle 3 bekommen durch dieses wunderschöne nach Süden ausgerichtete Panoramafenster im Sommer auch viel Sonnenlicht ab, wie man heute eindrucksvoll sehen kann. Genau, also da finde ich das ja schon mal interessant, so ein paar Vergleiche zu ziehen. Und was diese 3 Becken mich definitiv gelehrt haben, ist, wenn solche Fragen kommen, wie, sag mal, wie machst du das? Wie häufig
Und wie viel Wasser soll ich wechseln? Wie filterst du? Wie soll ich filtern? Ich möchte das nachmachen, reproduzieren, was du auf deinem Kanal machst, weil das klappt bei dir doch so wunderbar. Also, ich sag mal so, wer euch in der Aquaristik erzählt, ihr könnt jetzt das selbstständige Denken genauso gut einstellen und ich kaue euch hier alles vor und ihr macht das dann exakt so, wie ich euch das sage und dann habt ihr Erfolg mit euren Pflanzen, dann habt ihr gesunde Fische und so weiter. Dem würde ich jetzt nicht unbedingt das glauben, weil zum Beispiel die einzig richtige Antwort auf wie oft und wie häufig soll ich in meinem Becken Wasser wechseln, ist, das musst du selber rausfinden. Das ist die einzig korrekte Antwort auf diese Frage, finde ich, weil es eben von Becken zu Becken völlig unterschiedliche Voraussetzungen gibt. Das hängt von der Einrichtung ab, das hängt vom Pflanzenwachstum ab, das hängt vom Besatz ab, davon wie groß die Fische sind, wie viele es sind, wie viel gefüttert wird. Es gibt so viele Faktoren, wie gut wachsen die Pflanzen, wie viel Nitrat und Ammonium verbrauchen die Pflanzen für ihr eigenes Wachstum. Bleibt da überhaupt noch was übrig, was dann durch Wasserwechsel entfernt werden muss? Oder funktioniert das alles so gut, dass man eben maximal nur dann Wasser wechseln sollte, wenn man mal die Mineralstoffe auffrischen möchte, so wie ich das tue mit meinem harten Wasser. Da wird natürlich bei jedem Wasserwechsel auch viel Calcium wieder zugegeben, ein bisschen Magnesium wieder zugegeben, ein bisschen Eisen, ein bisschen Kalium ist in meinem Wechselwasser auch vorhanden. Das weiß ich alles so genau, weil das vom Gesundheitsamt bei uns vorgeschrieben ist, dass einmal im Jahr das überprüft wird und da bekommt man dann netterweise auch die exakt gemessenen Wasserwerte eben für das viele Geld, das man dafür bezahlen muss. Genau, und ja, wie gesagt, wie häufig und wie viel Wasser man wechseln sollte, das muss man einfach selber herausfinden. Man kann sich natürlich an dem orientieren, was man jetzt irgendwo liest oder hört oder von einem YouTube-Aquarianer erzählt bekommt und kann seine eigenen Becken sozusagen damit vergleichen. Habe ich ungefähr einen ähnlichen Besatz, habe ich ungefähr dasselbe Pflanzenwachstum, dann kann das wahrscheinlich gut funktionieren, wenn ich das genauso mache wie er oder sie. Aber letztendlich, und darauf will ich eigentlich hinaus, ist jedes einzelne Becken ein eigenes System mit eigenen Bedürfnissen und mit eigenen Ansprüchen, die man herausfinden muss. Ich könnte zum Beispiel auf dieser Fensterbank ist also mein Wasserwechselintervall und die Menge und die Filterung an die Bedürfnisse dieser beiden Becken angepasst, in denen hauptsächlich ausgewachsene Guppiweibchen leben, in großer Zahl, die eben auch das eine oder andere Junge immer noch bekommen. Und entsprechend ist die Wasserbelastung. Hier, das sieht ja sehr vergleichbar aus, auf der rechten Seite, da habe ich die kleinen Männchen, nur Männchen, zur Aufzucht drin, bis die eben sozusagen eine Größe erreichen, wo ich sage, jetzt sind sie abgabefertig, dann ziehen sie bei jemand anderem ein. Und die sind also erstmal winzig und auch lange nicht so verfressen wie die Weibchen. Und deshalb ist in diesem Becken, obwohl alles gleich aussieht und gleich behandelt wird, die Wasserbelastung geringer. Das sehe ich vor allem daran, wenn ich die Innenfilter reinige, die sich hier jeweils drin befinden. Da sind grobe Schwämme drin in den Innenfiltern. Und aus diesem Becken hole ich da also bei jeder Filterreinigung ordentlich viel Filterschlamm raus. Und aus diesem hier weniger. Und das sagt mir ja, dass die Belastung eben auch eine geringere ist und dass ich wahrscheinlich mit einem geringeren Wasserwechselintervall und einer geringeren Wasserwechselmenge davon kommen würde, wenn ich es jetzt nur mal von der Fischgesundheit her betrachte. Also letztendlich ist da ja das Ziel, dass Nitrat und andere belastende Stoffe, die sich eventuell ansammeln könnten, möglichst in einem gesundheitsverträglichen Bereich für die Fische gehalten wird. Gut, letztendlich behandle ich dieses Becken trotzdem genau wie die beiden anderen,
weil mir das einfach zu mühsam ist, irgendwelche Unterschiede zwischen meinen Becken zu machen. Das kann ich mir dann selbst nicht merken. Und wenn ich jetzt sage, die hier werden alle 14 Tage gewechselt und das hier einmal im Monat, dann komme ich spätestens beim zweiten Durchgang schon durcheinander und weiß nicht mehr, Mist, habe ich das jetzt letztes Mal mitgemacht oder nicht. Also wird es einfach genauso behandelt wie die beiden anderen Becken. Aber ich sag mal, wenn das jetzt das einzige Becken wäre, was ich stehen hätte, dann könnte ich durchaus auch mit weniger Wasserwechsel davon kommen, als in diesen beiden Becken. Und diese Frage, wie gesagt, die muss einfach jeder für sich selbst beantworten. Das muss man selber rausfinden. Was man natürlich tun sollte, das ist ein Rat, den ich dazu geben kann, ist, wenn man unsicher ist und nicht genau weiß, wie oft, wie viel, testen. Also vor allem Nitrat natürlich testen. Das ist also praktisch der wichtigste Parameter, um das zu entscheiden. Aber was zum Beispiel auch hilft, ist die Carbonathärte zu testen. In meinen Becken ist es zum Beispiel so, dass durch die Stoffwechselprozesse der Pflanzen, zum Beispiel Echinodoren, die können Hydrogencarbonat aufspalten und produzieren so ihr eigenes CO2, mal ganz laienhaft erklärt. Und das entnehmen sie der Carbonathärte. Also dadurch wird Carbonathärte verbraucht. Und durch die Nitrifikation wird ebenfalls Carbonathärte verbraucht. Und damit das sozusagen auf einem Niveau bleibt, das ich für mich persönlich gut finde und für meinen Besatz, regel ich das so, dass ich eben durch die regelmäßige Zugabe von Frischwasser aus meiner Leitung, das eine höhere Carbonathärte hat als meine Aquarien, die KH wieder um 1-2 Punkte nach oben schiebe und die dann sozusagen wieder verbraucht werden kann in den nächsten Wochen. Genau, und von diesen beiden Faktoren würde ich das tatsächlich abhängig machen. Und was natürlich, ich hole mal ein bisschen Wasser für das Becken hier, ne? Wir wollen ja den Wasserwechsel nicht vernachlässigen, weil ich hier ins Quatschen gerate. Wenn man natürlich einen guten Tipp unbedingt loswerden möchte, auch wenn ich wie gesagt nicht der Meinung bin, dass man sich das von irgendeinem vermeintlich besonders allwissenden Menschen diktieren oder vorschreiben lassen sollte, was man in seinem eigenen Becken tut oder nicht tut. Also wenn man da einen guten Tipp loswerden möchte, dann wäre das der, als Anfänger sollte man besser keine Extreme nachmachen. Also als Extrem würde ich zum Beispiel einerseits die Altwasseraquaristik beschreiben oder zum Beispiel auch die filterlose Aquaristik. Das sind definitiv spezielle Themengebiete, sage ich mal, die man erfahrenen Aquarianern überlassen sollte. Also alleine schon dadurch, dass die üblichen Anfängerbecken nicht so besetzt sind und gefüttert werden, wie das zum Beispiel zu einem Altwasserbecken passt, also zu einem Becken, in dem wirklich gar kein Teilwasserwechsel stattfindet. Die meisten Anfängerbecken sind überbesetzt und zu klein, sagen wir es einfach mal so, wie es ist. Also ich unterhalte mich schon mit genug Menschen, um das mittlerweile zu wissen, dass der Standard eben kein schwach besetztes, schwach gefüttertes, sehr gut bepflanztes, vermeintlich perfektes Ökosystem ist, in dem man auf Wasserwechsel komplett verzichten kann, ohne dass im Laufe der Monate irgendwelche negativen Dinge passieren. Genau, in einem üblichen, leicht überbesetzten, mit sehr vielen verschiedenen Fischarten besetzten Anfängergesellschaftsbecken, da gehört meiner Meinung nach der Teilwasserwechsel zur regelmäßigen Pflege dazu. Einfach um auch zu vermeiden, dass sich Stoffe wie Nitrat in zu großen Mengen anlagern, was man vielleicht als Anfänger, der das nicht regelmäßig misst, gar nicht mitbekommt, sondern dann eben erst bemerkt, wenn die Fische krank werden. Oder auch, sage ich mal, die organische Belastung eines Aquariums. Also ein Aquarium ist ja immer auch durch freie organische Substanzen belastet, die sogenannten DOCs, die im Freiwasser vorhanden sind. Und
von heterotrophen Bakterien abgebaut werden, was ja erstmal gut ist. Aber wenn die organische Belastung zu hoch wird eines Beckens, dann vermehren sich auch die heterotrophen Bakterien entsprechend schnell und in großer Anzahl, die eben diese Substanzen verarbeiten. Und auch das ist eine gesundheitliche Belastung für den Besatz, weil dann irgendwann die Bakteriendichte in einem Becken so hoch ist, dass die Fische die ganze Zeit damit beschäftigt sind, immunsystemseitig sich damit zu befassen sozusagen, und dann eben wenig Kapazitäten übrig bleiben, um krankmachende Keime, Parasiten, Bakterien zu bekämpfen. Dieses Problem hatte zum Beispiel interessanterweise Frau Wolstadt, als sie ihre Becken noch mit sehr, sehr seltenen Wasserwechseln und mit, sage ich mal, sehr moderater Filterung betrieben hat. Da hatte sie einen Ausbruch von Fischtuberkulose. Da hat sie in einem sehr interessanten Interview drüber geredet. Und diesen Ausbruch von Fischtuberkulose, den hat sie dann mit UV-Filtern versucht in den Griff zu bekommen. Aber das lag eben daran, dass durch den doch etwas höheren Besatz, weil sie ist ja Whoopi-Fan, genau wie ich, und durch die seltenen Wasserwechsel und die unzureichende Filterung eben die bakterielle Belastung des Wassers zu hoch war. Und dann haben Mykobakterien, also die Auslöser der Fischtuberkulose, leichtes Spiel. Genau, und ja, also das wäre mal das eine Extrem, was ich jetzt als Anfänger vermeiden würde, Altwasseraquaristik. Und das andere Extrem ist natürlich das, was im Aquascaping sehr gerne gemacht wird. Das nennt sich Estimative Index, die Methode, und macht letztendlich aus der Sicht eines Aquascapers dahingehend Sinn, dass er nicht auf täglicher Basis oder mehrmals in der Woche seine ganzen Düngewerte im Wasser messen muss, sondern er kippt einfach so viel Dünger rein, einmal in der Woche, dass die Pflanzen also auf jeden Fall gut versorgt und überversorgt sind mit jedem Nährstoff, den sie brauchen, und macht dann einmal in der Woche einen 50-prozentigen Wasserwechsel, um das System sozusagen wieder zu resetten, also wieder auf Null zu bringen, um dann danach eben wieder diese exzessive Menge Dünger reinkippen zu können, ohne dass das negative Auswirkungen vermeintlich auf den Besatz und so weiter hat. Das war jetzt sehr laienhaft erklärt. Bitte, liebe Aquascaper, köpft mich nicht. So habe ich diese Methode verstanden. Und auch das, sage ich mal, ist was ich jetzt einem Anfänger nicht nahelegen würde, weil man da doch trotz allem also erstmal sehr gut wissen muss, was man tut. Gerade wenn man Wirbellose hält, empfindliche Zwerggarnelen, Schnecken, die können nicht nur auf zu viel Kupfer im Wasser sehr, sehr schnell negativ und mit dem Tod reagieren, sondern auch auf zu hohe Eisenanreicherung. Außerdem würde ich als sparsamer und umweltbewusster Mensch einfach mal anmerken wollen, dass es schon eine extreme Verschwendung von Zeit und Geld und Wasser und Ressourcen. Also hätte ich persönlich ein Problem damit, aber einfach aus privaten Gründen. Wenn natürlich jemand sagt, Aquascaping ist mein Hobby und mir ist das alles völlig egal, was das kostet und wie viel Zeitaufwand und Ressourcenverschwendung und so weiter, das hier ist klar, go for it. Wir sind alle freie Bürger, wir dürfen machen, was wir wollen. Da würde ich, wie gesagt, mich mit niemandem anlegen wollen. Aber wie gesagt, das ist eben das andere Extrem zur Altwasseraquaristik, und da würde ich schon sagen, auch da wäre ich als Anfänger vorsichtig und würde mich erstmal nicht auf solche Methoden stürzen, sondern eben einfach versuchen, irgendwo in der Mitte zwischen diesen beiden Extremen eine Wasserwechselroutine zu finden, die meinem Aquarium oder meinen Becken, falls es mehrere sind, genau zugeschnitten sind auf die Bedürfnisse der Pflanzen, auf die Bedürfnisse der Tiere. Alle bleiben gesund, alle
wachsen munter, vermehren sich. Dann hat man sozusagen die richtige Methode gefunden. So, Pudding, jetzt sitzen wir hier schon wieder faul rum, anstatt hier weiterzumachen. Also legen wir mal los. Auch mein Wollstartbecken ist nicht ausgenommen, wenn es um Teilwasserwechsel geht. Auch wenn es von allen gemessenen Werten her und vor allem vom Pflanzenwuchs her nicht unbedingt so häufig und in dieser Menge notwendig wäre, wenn man rein nach den Werten das beurteilt. Die Pflanzen wachsen hier drin immer noch, auch nach gut 14 Monaten mittlerweile, unfassbar üppig, gesund und produktiv. Hier werden auch sehr viele sehr schöne Echinodorus-Ableger produziert. Und auch alle anderen Pflanzen kommen hier also ganz ohne Düngung, ganz hervorragend klar in diesem Becken. Also wie gesagt, von den Nitratwerten her, weil das Nitrat ist ja letztendlich das, was am Ende der Nitrifikationskette als Endergebnis steht und was dann auf irgendeinem Wege aus dem Aquarium wieder ausgetragen werden muss, damit es bei also nicht für die Fische gesundheitsschädlichen Mengen bleibt. Ja, ich gehe davon aus, dass in diesem Becken das alles durch das tolle Pflanzenwachstum ganz hervorragend erledigt wird. Also auch hier, wenn ich das mal messe, ist fast kein Nitrat nachweisbar. Und auch ansonsten sind die Fische hier putzmunter und gesund und die Pflanzen wachsen ganz hervorragend. Aber wie gesagt, mit dem Teilwasserwechsel, wenn man hartes Wasser hat, so wie ich, oder mittelhartes, bringt man natürlich auch immer wieder frische Mineralstoffe in das Becken ein. Und das ist eben etwas, was ich hier drin bei aller Liebe zu den, zu den natürlichen Prozessen, die in so einem Aquarium stattfinden, und das Ganze also mit möglichst wenig Eingriffen gut und gesund am Laufen halten, ist mir das dann trotzdem wichtig, dass auch hier die Carbonathärte nicht auf Werte absinkt, die ich dann für problematisch halte, weil die Carbonathärte übernimmt ja die eine besonders wichtige Aufgabe, den pH-Wert zu stabilisieren, und das soll sie auch in diesem Becken weiterhin tun. Und wie gesagt, können meine Echinodoren und auch andere Pflanzen, Cryptocorynen und so weiter, aus dieser Carbonathärte auch ihr eigenes CO2 herstellen, indem sie das Hydrogencarbonat verbrauchen und dafür verwenden. Und deshalb ist mir das also auch hier wichtig, durch regelmäßige Teilwasserwechsel das ganze System wieder aufzufrischen. Also speziell für das fortbleibende gesunde Pflanzenwachstum. So, hier muss ich natürlich bedingt durch das immer noch vergleichsweise starke Pflanzenwachstum auch entsprechend mehr gärtnerisch eingreifen. Also speziell dieser Echinodorus Ocelot Red, der macht einfach unglaublich riesige Blätter. Und die ältesten und größten, auch wenn das wehtut, weil die immer noch wunderschön und sehr gesund sind, die entferne ich dann eben doch regelmäßig einfach für den Schwimmraum der Fische. Und damit die jüngeren Blätter sich dann entsprechend gut entwickeln können. Das kann man jetzt hier gut sehen. Das ist so ein riesiges altes Blatt, was ich jetzt einfach raushole. Das ist halt auch beim Ocelot Red so, dass die älteren Blätter vergrünen. Da ist jetzt nicht mehr viel von der schönen Rotfärbung zu sehen. Und die jüngeren Blätter, die haben eben noch dieses entsprechende wunderschöne Rot. Und die möchte man dann eben auch fördern, dass die gesund und munter weiter wachsen können. Mit den Red Diamond verhält es sich nicht viel anders. Auch die brauchen also regelmäßig eine
eine leichte Ausdünnung. Ja, und da gehe ich eben immer danach, welches Blatt ist schon am ältesten, ist vergrünt und zeigt vielleicht doch schon so einige ganz kleine Ermüdungserscheinungen. Und das kann dann eben entsprechend auch entfernt werden. Ah, da habe ich ein gutes Exemplar. Das ist also tatsächlich jetzt schon so lange gewachsen und so alt, dass es also von alleine schon anfängt, sich aufzulösen hier. Da sind erste Löcher erkennbar. Und wenn so ein Blatt dann erstmal anfängt zu schwächeln, dann stürzen sich da auch die Schnecken und sogar die Zwerggarnelen drauf und fangen dann an, das zu verarbeiten. Da könnte man natürlich jetzt in einem Wollstadt-Aquarium auch sagen, dass was man hier erreichen will, ist ja ein möglichst pflegearmes, sich selbst erhaltendes System zu erschaffen. Und warum nicht den Schnecken und Garnelen die also angegammelten Pflanzenblätter einfach zum Fraß, zur Verwertung überlassen. Aber das möchte ich nicht so gerne, auch nicht in meinem Wollstadt-Aquarium, weil das einfach zur gesamten organischen Belastung des Beckens beiträgt. Und da ich hier ja auch, wie ich schon öfter berichtet habe, Laub einbringe und eben auch hier in diesem Becken Brut füttere, weil letztendlich gelangt ja nur durch das Futter gelangen ja Nährstoffe in dieses Wollstadt-Aquarium, nicht durch die Düngung, weil das mache ich, wie gesagt, immer noch nicht. Ja, deshalb entferne ich hier ab und zu die alten, nicht mehr besonders hübschen Blätter und lasse die eben nicht im Becken, damit sie von alleine vergammeln. So, und dieser Klumpen Stringimoos, den habe ich tatsächlich bei meiner letzten größeren Pflegeaktion in diesem Becken geteilt. Das kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so genau sagen, wie lange das her ist. Aber also in diesen wenigen Wochen seitdem hat sich dieser Klumpen hier auch schon wieder prächtig vermehrt und entwickelt, sodass der heute also auch schon wieder fällig ist für eine Teilung, weil das sieht man, kann man hier vielleicht ganz gut sehen, ne? Das ist also wirklich ein mächtiger Klumpen Moos und damit der eben A, nicht zu viel Schwimmraum wegnimmt und B, nicht zu viele Nährstoffe den anderen Pflanzen entzieht, muss der jetzt auch einmal geteilt werden. Möglichst ohne die zahlreichen Bett-Sakura Zwerggarnelen, die darin wohnen, hier aus dem Becken auszutragen. Aber wie gesagt, wenn da die eine oder andere mitreißt, ist das überhaupt nicht schlimm, weil das Moos wandert in meine Pflanzenaufbewahrung, in meinen grünen Kübel im Garten und harrt dann da der Dinge, ob ich das vielleicht selbst nochmal in einem meiner anderen Becken gebrauchen kann oder ob ich das dann letztendlich abgebe. Das wird sich dann zeigen. So, wie gesagt, das hier ist die Ausbeute von wenigen Wochen Wachstum im Wollstadt-Aquarium. Ganz ohne Flüssigdünger, ganz ohne sonstige Beigaben von Nährstoffen ins Freiwasser. Also da kann man schon sagen, das System Wollstadt, das funktioniert ganz gut. So, mein Stringimoos, das für gutes Wachstum und gesundes Wachstum baue ich aus diesem Stringimoos immer so kleine Moosbäumchen. Also stecke ein Stück Holz in die Erde und lege das Moos dann da so oben drauf und sorge so dafür, dass es relativ dicht an der Wasseroberfläche und eben auch relativ nah an der Beleuchtung wachsen kann, weil ich festgestellt habe, dass sich dieses Moos in meinem
Kübel im Garten im Sommer besonders gut entwickelt, besonders gesund wächst, wenn es eben sehr viel Sonnenlicht abbekommt. Also je dichter das am Licht wachsen darf, umso prächtiger wird das. Ja, jetzt bin ich am Überlegen, weil das ist immer die schwierige Entscheidung. Ne? Man muss ja mit harter Hand gärtnern, aber die Ocelotblätter, die sind alles wunderschön. Da finde ich wirklich jetzt gar keins mehr, das irgendwie Löcher hat oder anfängt sich aufzulösen. Ja, ich glaube, da werde ich es dann auch mal gut sein lassen heute und dann das hier vielleicht noch. Ansonsten keine weiteren entfernen. Ja, das schmerzt schon, aber es hilft ja nichts. Das ist ja auch nicht schön, wenn die Fische keinen Platz mehr haben. Gerade die Guppy-Männer-Truppe, die ich hier drin habe, die ist natürlich auch sehr verspielt, sehr munter. Und für diese ganzen Imponier- und Rangkämpfe den ganzen Tag, da braucht man eben auch entsprechend ein bisschen Freiraum, ein bisschen Platz. Wobei natürlich ein dicht bewachsenes Becken für so eine Guppy-Männergruppe auch sehr große Vorteile hat, weil die Fische sich dann natürlich auch gegenseitig mal aus dem Weg gehen können, wenn es ihnen zu bunt wird. Also gerade die etwas älteren Exemplare von den Männchen hier, die sehe ich dann öfter auch mal die Rückscheibe entlang in meinem sehr dichten Bacopa caroliniana Dschungel sich einfach zurückziehen von den anderen, sich da ausruhen und eben den ständigen Belästigungen der jüngeren Tiere können die dann auch gut aus dem Weg gehen, wenn sie gerade mal keine Lust haben. So, hier ist auch noch ein mächtiger Blühtrieb rausgewachsen aus meinem Red Diamond. Also das sieht aus, als könnte da auf jeden Fall gut was draus werden. Den hänge ich jetzt auch aus dem Becken raus und dann darf der erstmal außerhalb des Aquariums blühen. Ja, was die Filterung des Ganzen angeht, da bin ich mittlerweile dazu übergegangen, dass ich da eine gewisse Redundanz geschaffen habe in allen Becken. Und zwar habe ich da in jedem Becken einen luftbetriebenen Schwammfilter drin, in den ein Sprudelstein eingebaut ist. Da ich aber festgestellt habe, gerade in den größeren Becken wie dem hier, das ist auch ein 126 Liter, dass mir diese Schwammfilter mit den Sprudelsteinen alleine keine ausreichende Strömung erzeugen, weil die eben nur in ihrer Ecke ein bisschen rumsprudeln, da das Wasser ein bisschen bewegen, aber ich sag mal am anderen Ende des Beckens dann nicht mehr viel passiert, strömungsmäßig, habe ich in jedes Becken auch noch zusätzlich einen kleinen Innenfilter reingehängt. Das ist jetzt hier einer von Aquael. Aquael Turbo heißt der, glaube ich. Und habe die aber nur bestückt mit einem sehr groben Schwamm, den ich alle 14 Tage einmal grob ausdrücke und auswasche. Und so habe ich eben also erstmal gewährleistet, dass wenn mit einem dieser beiden Filterchen irgendwas passieren sollte, was ich vielleicht nicht sofort bemerke, gleich am ersten Tag, wenn es passiert, oder am zweiten Tag, dass ich dann trotzdem eben die Redundanz habe und die Sicherheit, dass da trotzdem noch ein anderer Filter weiterläuft, in dem die Filterbakterien eben unbeeinträchtigt ihre Arbeit weiter verrichten können. Und wie gesagt, Strömung hat sich dann doch als notwendig herausgestellt, sowohl für die Fitness und Gesundheit der Fische. Das tut denen tatsächlich ganz gut, wenn die in einer ordentlichen Strömung auch mal ein bisschen Sport treiben können. Und das nutzen die auch, oh toll, das nutzen die auch rege. Also da kann ich gerade die Guppy-Männchen immer wieder dabei beobachten, wie sie gerne in der Strömung schwimmen und spielen. Und für die Pflanzen hat eben eine ordentliche Strömung im Aquarium, die dann auch wirklich hoffentlich jede Ecke
erreicht den großen Vorteil, dass die Pflanzen dann eben auch mit den Nährstoffen, die sich im Wasser befinden, immer gut umspült sind, dass die immer erreicht werden von den Nährstoffen und so gesehen eben auch besser wachsen, als sie in stagnierenden, unbewegten Ecken wachsen können. Ja, und das hat sich, wie gesagt, in all meinen Becken ganz gut bewährt. Also auch wenn das vielleicht exzessiv klingt zu sagen, ich habe in jedem Becken 2 Filter drin, sind das ja trotz allem immer noch recht kleine Filter. Also für die Filterfläche, sage ich mal, ist jetzt nicht exzessiv. Aber da, wie gesagt, meine Pflanzen auch ganz fleißig in meinen Becken mit daran arbeiten und meine Bodengründe auch, das Wasser eben für die Fische ungefährlich und fischsicher zu halten, brauche ich jetzt auch keine riesigen Filteroberflächen, wie man das vielleicht zum Beispiel in einem Malawi-Becken brauchen würde oder wenn man ansonsten große Fische hält, die eben auch entsprechend große Hinterlassenschaften produzieren und das Becken entsprechend belasten. Ja, dann werde ich jetzt hier auch mal auffüllen. Und genau, ich habe, während dieses Becken hier leer gelaufen ist, habe ich auf meiner Fensterbank meine 3 Becken auch noch zu Ende gebracht, fertig gepflegt. Musste ein bisschen Gas geben, weil der Vormittag jetzt schon fast vorbei ist. Da habe ich eben geschaut, dass die Technik wieder anläuft, dass die Filter wieder anlaufen, sobald das Wasser wieder drin ist. Und die Heizstäbe und die Scheiben von außen gewischt, die Abdeckung wieder angebracht. Genau das werde ich jetzt hier auch noch machen. Und dann fehlt also nur noch mein allerletztes Becken. Das ist mein 54 Liter Becken, das auch in diesem Zimmer hier steht. Das werde ich vermutlich nicht mehr filmen können, weil der Akku jetzt gleich schlapp macht. Genau, aber wenn dann alle 7 Becken soweit ihre Maintenance bekommen haben und heute Nachmittag dann auch wieder die Beleuchtung angeht, weil ihr habt ja gerade gesehen, bei mir ist immer 3 Stunden Mittagspause, das Licht schaltet sich also von 12 bis 3 ab. Dann kann ich auch noch mal die Kamera draufhalten, heute gegen Nachmittagabend und kann die ganzen frisch gepflegten Becken einmal für euch filmen, damit ihr auch mal sehen könnt, wie hübsch das dann einfach aussieht, wenn alles wieder ein bisschen eine Verjüngungskur bekommen hat. Genau, und deswegen werde ich mich jetzt an diesem Punkt mal verabschieden und hoffe, in diesem Video gab es genug Action und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut.